Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin, bei mir herrscht das Chaos. Ich bin Mutter von 2 kleinen Kindern und versuche das Chaos mit Hilfe der Fly Lady Methode in den Griff zu bekommen. Im heutigen Video geht es um den Putzmarathon. Der Putzmarathon ist eine effektive Methode, um ganz schnell klar Schiff zu schaffen. Eignet sich besonders, wenn du kurzfristig Besuch empfangen musst oder wenn du mit den Zonenreinigungen nicht hinterhergekommen bist oder aus den Routinen gehüpft bist. Auf jeden Fall eine sehr effektive Methode, um blitzschnell wirklich Ordnung im gesamten Haus zu schaffen. Sollte dich das Thema interessieren, bleib auf jeden Fall dran. Vergiss nicht, ein Däumchen dazulassen, wenn dir das Video gefällt. Gerne auch einen Kommentar und natürlich auch ein Abo. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Ich hätte es fast vergessen. Ich muss mich bei euch bedanken. Wir haben jetzt die 5000 Abonnenten geknackt. Das ist der Wahnsinn. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch für eure Kommentare, für eure Däumchen, die ihr da lässt und natürlich auch eure Abos. Ich finde, wir haben so eine tolle Community. Ich lese mir jeden Kommentar durch und ich sehe halt auch immer wieder, wie gegenseitig Hilfestellung geboten wird, wie ihr halt auch immer wieder dazu schreibt, wie ihr das handhabt. Das ist ganz, ganz wichtig und da sind so viele hilfreiche Sachen dabei, die ich selber auch schon übernommen habe von euch. Und ich finde es so toll, dass alle so respektvoll hier miteinander umgehen. Das ist ein ganz freundliches Miteinander. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Community hier. Auf jeden Fall wollte ich mich an dieser Stelle auch noch dafür bedanken und ja, ihr seid wirklich toll. Vielen, vielen Dank dafür. Nun gut, jetzt geht's weiter. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Fangen wir mal direkt an. Ich führe euch jetzt einmal durch die Wohnung und zeige euch, wie es hier gerade aussieht. Ich werde euch auf jeden Fall gleich mal so das Ausmaß zeigen und zeige euch, wie ich das jetzt hier versuche irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Ich habe heute noch gar keine Morgenroutine gemacht. Kommt mit, wir fangen jetzt direkt an. Ausgangssituation Nummer 1. So sieht unser Schlafzimmer gerade aus. Also, da ist noch die Reisetasche. Wir waren halt, wie gesagt, auch unterwegs. Wir waren bei meinen Schwiegereltern für ein paar Tage. Da liegt noch die Reisetasche rum. Wir sind gestern Abend erst angekommen. Und ja, das ist hier noch so das Chaos, was wir heute früh hinterlassen haben im Schlafzimmer. Dann schauen wir mal weiter. Ja, das ist der Flur. Der könnte auch schlimmer aussehen, würde ich jetzt sagen. Da liegen aber auch noch ein paar Sachen. Das sind ja meine bekannten Hotspots, wie ihr wisst, hier und auch die Ecke hier oben ist auch so ein bekannter Hotspot von mir. Den kennt ihr. Ja, dann das Kinderzimmer. Das ist ja irgendwie immer schwierig. Wir haben hier aber auch wirklich, wir haben ja ein Platzproblem. Dieses Zimmer ist, glaube ich, 8 Quadratmeter groß und wir haben hier so alles Mögliche reingestopft von Spielzeug. Und wir haben ja 2 Kinder in verschiedenen Altersklassen. Das heißt, wir brauchen dann irgendwie ein bisschen, wir haben so ein bisschen Babyspielzeug auf der einen Seite, wir haben aber auch schon anderes Spielzeug, halt für meine Tochter, die ist ein bisschen älter. Ja, das sieht alles nicht so schön aus hier, wie ihr seht. Und ja, da möchte ich heute auch weitermachen. Tatsächlich ist eigentlich auch hier die Zone dran. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das so schaffe. Vor allem, was jetzt auch mal ansteht, ist, dass ich hier wieder Klamotten aussortiere. Das geht ja bei den Kindern immer so schnell und die Schränke sind halt immer gleich vollgestopft und man kann dann halt schwer Ordnung halten. Also es ist wieder Zeit, dass wir das Ganze wieder auflockern. Ja, dann geht's weiter. Jetzt zeige ich euch mal hier die gesamte unschöne Wahrheit. Dann geht's weiter. So sieht gerade die Küche aus. Ja, na, könnte schöner sein, könnte aber auch, glaube ich, schlimmer aussehen. Also ich bin da mittlerweile schon ein bisschen entspannter geworden und netter zu mir selbst. Also es geht immer schlimmer, aber ja, es könnte auch schöner sein. Also hier muss ich mich auch noch gleich drum kümmern. Dann haben wir hier das Badezimmer. Ja, hier muss ich auf jeden Fall mal ordentlich putzen. Wie gesagt, hier sind wir jetzt auch echt ein bisschen aus dem Konzept geraten. Oh, ihr seht auch, der Spiegel ist super schmutzig, ne? Das sieht man jetzt schön mit meinem T-Shirt. Ja, dann ja, muss das Badezimmer auf jeden Fall unbedingt gereinigt werden. Also die Badewanne sieht jetzt auch nicht mehr so schön aus. Ja, auch hier steht ein bisschen was rum. Der Spiegel könnte auch gereinigt werden. Ja, dann habe ich hier ein paar richtig blöd. Ich hatte die Kinder gebadet und hatte so einen Badeschaum und da war so viel drin, dass ich den geteilt habe. Aber natürlich ist hier alles ausgelaufen, also auch darum muss ich mich kümmern.
Ja, und jetzt gehen wir noch ins Wohnzimmer. Da zeige ich euch noch den Rest. Ja, und hier ist das Wohnzimmer. Ja, da oben steht mein Ringlicht. Ja, also hier liegt jetzt noch ein bisschen Spielzeug rum. Ballons. Ach, ihr seht auch immer in den Videos hier immer so einen Faden hängen. Das liegt daran, dass meine Kinder, vor allem dann mein Sohn, im Moment total auf Ballons abgeht und ich ihm irgendwie jede Woche Ballons kaufe. Und ja, diese Fäden, die ihr dann halt immer im Video seht, die gehören halt immer zu den Ballons. Die können aber jetzt auch mal weg. Die müssen wir wieder austauschen. Ja, also hier liegt wieder ein bisschen was rum. Spielzeug hat mein Sohn hier, Badezimmerspielzeug hat mein Sohn hier angeschleppt. Ja, dann liegen hier noch Nudeln rum und Wäsche, die noch verräumt werden muss. Also, ach so, und hier habe ich gestern angefangen, die Steuererklärung zu machen. Das ist auch alles liegen geblieben. Also, wie ihr seht, auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Also im Normalfall lasse ich ja die Morgenroutine ablaufen. Das heißt, ich stehe morgens auf, mache mich frisch, mache die Betten, mache danach die Küche, räume die Spülmaschine aus, mache dann überall 2 Minuten Raumrettung und damit ist dann erstmal alles für den Tag getan. Und achso, und die Waschmaschine schmeiße ich natürlich nochmal an. Wie gesagt, heute habe ich gar nichts gemacht. Wir sind heute wirklich schnell aus dem Haus geflitzt. Fly Lady empfiehlt halt auch in ihrem Buch, dass man zum Beispiel, wenn man so einen Putzmarathon macht, dass man immer 15 Minuten sich pro Raum Zeit lässt. Und genau das mache ich jetzt auch. Also ich stelle mir jetzt pro Raum 15 Minuten den Wecker und versuche dann in diesen 15 Minuten jeden Raum zu bearbeiten, damit er halt so gut wie möglich aussieht, weil ich das halt mit den Zonenreinigungen nicht geschafft habe so gut. Das Entrümpeln und so, das kann ich dann verschieben. Das mache ich dann einfach wieder bei der nächsten Zonenreinigung, wenn es klappt. Das ist nicht so wild. Im Moment habe ich auch eine gute Ausgangssituation. Es ist schon relativ viel rausgekommen und ich werde natürlich da trotzdem noch weitermachen. Aber einfach nur, damit das jetzt eine gute Basis hat, mache ich jetzt einfach mal die 15 Minuten pro Raum. Also, fangen wir an. Als erstes weiche ich die Anti-Rutschmatte im Badezimmer ein. Also ich mache ein bisschen Wasser drauf, sprühe das Ganze mit einem Schimmelreiniger und Schmutzreiniger ein, damit der wirken kann. Mir sind nämlich da so ein paar Schimmelflecken aufgefallen und die sollen auf jeden Fall heute auch wegkommen. Allgemein gehe ich so vor, dass ich immer den Reiniger schon mal aufsprühe, einwirken lasse, während ich mich um andere Zimmer kümmere. Als erstes stelle ich mir 15 Minuten im Schlafzimmer den Wecker und kümmere mich um die wesentlichen Sachen. Also ich versuche wirklich fokussiert vorzugehen. Ganz wichtig im Schlafzimmer ist immer das Betten machen, weil das Bett ein zentraler Punkt ist. Das heißt, alleine bei uns, das Bett hat fast 6 Quadratmeter. Wenn dieses Bett nicht gemacht ist, wirkt das ganze Zimmer chaotisch. Wenn es gemacht ist, kann es drumherum auch chaotisch aussehen, aber durch das gemachte Bett sieht es ordentlicher aus. Also es ist auf jeden Fall, hat einen Rieseneffekt, deswegen Betten machen ist ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt nochmal die Spiegel abgeputzt, habe nochmal das Kopfteil vom Bett ein bisschen entstaubt und kümmere mich jetzt noch schnell ums Staubsaugen. Also ich versuche das zu tun, was wirklich wesentlich wichtig ist, damit das Zimmer ordentlicher aussieht. Es ist definitiv nicht perfekt, soll es aber auch gar nicht sein. Ich will nur die Ausgangssituation verbessern und wenn man sich vorstellt, in einer halben Stunde würde Besuch an der Tür klingeln, und eventuell wäre die Tür vom Schlafzimmer auf, dass man da sich nicht in Grund und Boden schämen müsste, weil da halt alles Mögliche auf dem Boden liegt, sondern es wirkt jetzt auf den ersten Blick auf jeden Fall ordentlich und das ist das Ziel. Als nächstes geht es in der Küche weiter. Ich stelle mir wieder für 15 Minuten den Wecker, kümmere mich als erstes um die Waschmaschine für den Tag. Man soll ja jeden Tag eine Maschine waschen und kümmere mich dann im Anschluss darum, die Küche sauber zu bekommen. Man kümmert sich in diesen 15 Minuten immer um die wichtigsten Sachen, also das, was wirklich ins Auge springt in der Küche. Sollte deine Küche mehr als 15 Minuten verlangen, dann gib ihr auch mehr, aber mach nach 15 Minuten eine Pause und switche den Raum. Das heißt, sagen wir mal, deine Küche bräuchte 30 Minuten Arbeitszeit, dann machst du da 15 Minuten die Küche sauber, machst danach Pause, gehst ins Wohnzimmer, machst dort 15 Minuten weiter, sind die 15 Minuten um, gehst du erst wieder zurück in die Küche. Warum du das machen sollst, liegt ganz einfach darin, dass du den Fokus nicht verlieren sollst. Wenn man zu lange sich in einem Raum aufhält, fängt man wieder an, sich zu verzetteln, kümmert sich nicht mehr ums Wesentliche. Und deswegen sollst du immer den Raum wechseln, damit du halt wieder sozusagen einen neuen Fokus findest, wenn du zurück in die Küche kommst und dort halt weißt, wo du weiterzumachen hast, was ist wirklich besonders wichtig.
Wenn ich nicht so richtig weiß, wo ich was machen soll, halte ich mir immer vor Augen, worauf würde ich jetzt achten, wenn Besuch kommen würde, was müsste auf jeden Fall sauber sein. Da finde ich zum Beispiel die Geschirrablage ganz wichtig. Die hat man nicht immer auf dem Schirm, aber wenn man sich die mal genauer anguckt, ist die halt auch nicht mehr so schön. Und natürlich auch die Spüle. Ihr wisst, die Spüle, die Küchenspüle, damit steht und fällt ja alles. Die Küchenspüle ist nämlich der zentrale Punkt in der Küche. Das heißt, wenn die Arbeitsfläche vollgestellt wäre und es würde Besuch reinkommen, aber deine Spüle würde glänzen, dann würde man nicht den Eindruck haben, dass es ein schmutziger Haushalt wäre, sondern man würde denken, aha, okay, es ist hier gerade ein bisschen unordentlich, aber ja, das sieht ja alles trotzdem sauber aus, weil die Spüle halt so einen zentralen Punkt darstellt. Und wenn die Spüle sauber aussieht, dann sieht der gesamte Raum einfach, also der wirkt dann einfach sauber. Man hat nicht das Gefühl, dass es schmuddelig ist. Umgekehrt ist es so, sollte die Spüle wirklich versifft sein, dann kann der Raum noch so schön aufgeräumt sein. Man würde den Eindruck haben, dass die Küche nicht sauber ist. Also wie gesagt, Küchenspüle ist ein zentraler Punkt. Das sollte immer geputzt werden und ist ja auch immer der Einstieg bei Fly Lady. Von daher sehr, sehr sinnvoll. Ich packe jetzt einfach noch ein paar Sachen in die Spülmaschine und lasse die gleich noch laufen und kümmere mich jetzt noch schnell um den Fliesenspiegel. Auch der, finde ich, ist wichtig. Also das ist auch schnell gemacht. Ich gehe da einfach mal ganz schnell rüber, wische einmal drüber und versuche einfach die 15 Minuten wirklich gut auszunutzen, um alle Flächen einmal zu bereinigen, Arbeitsflächen zu bereinigen, Fronten, wenn möglich, den Herd natürlich. Also alles, was so ins Auge springen könnte, versuche ich zu reinigen. Und natürlich auch der ganz große Tipp, wenn du Platz hast in den Schränken, versuche so wenig wie möglich auf den Arbeitsplatten zu lagern, weil das wirkt automatisch ordentlicher, wenn man wenig auf den Arbeitsplatten hat und vereinfacht natürlich auch die Reinigung. Ich habe die Küche noch schnell gesaugt. Staubsaugen ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig. Der Boden ist natürlich auch eine Riesenfläche, die gereinigt werden muss. Und so sieht das auf jeden Fall erstmal wesentlich besser aus als vorher. Nicht perfekt, aber die wichtigsten zentralen Punkte sind erledigt. Nun widme ich mich dem Badezimmer. Tatsächlich war schon die Matte sauber. Ich hätte da gar nicht mehr groß schrubben müssen. Ich hätte es nur abspülen müssen. Ich habe es dennoch noch einmal abgewischt und kümmere mich jetzt nochmal um die Armaturen, ums Waschbecken. Ich putze einfach jetzt einmal alles schnell durch im Badezimmer und versuche halt auch hier wieder die Ausgangssituation zu verbessern. Solltest du, sagen wir mal jetzt, nicht 15 Minuten Zeit haben für jeden Raum, dann tun es auch 5 Minuten oder 10 Minuten. Wenn du so kleine Zeitfenster hast, dann wirst du dir schon die wichtigsten Sachen für dieses Zeitfenster rausnehmen. Also in 5 Minuten schafft man definitiv auch schnell das Waschbecken, die Toilette und die Badewanne zu putzen. Und damit wäre ja die Ausgangssituation auch schon mal wesentlich besser, beispielsweise wenn jetzt Besuch irgendwie in 20 Minuten vorbeikommen möchte. Also das sind Sachen, die schafft man und gerade wenn man Zeitdruck hat, schafft man die Sachen wesentlich schneller und wenn man fokussiert ist, sowieso. Ansonsten mache ich die Armaturen natürlich trocken und wische jetzt auch nochmal die Badewanne trocken. Ich kümmere mich gleich noch um die Heizung und so weiter. Wäre aber jetzt alles nicht zwingend notwendig, wenn, wie gesagt, keine Zeit dafür wäre. Dann kann man natürlich auch weniger Zeit investieren. Aber ich habe mir jetzt die 15 Minuten pro Raum genommen, damit ich einfach mal ein bisschen das aufholen kann, was ich jetzt in der Zonenreinigung letzte Woche nicht geschafft habe. Und habe so wieder eine bessere Ausgangssituation für den Rest der Woche bzw. für die nächsten Wochen.
Ich denke, das zeigt ganz gut, wie man in 15 Minuten auch ein Badezimmer putzen kann. Also, man muss nicht immer die Zonenreinigung 5 Tage am Stück durchziehen, wenn es denn mal nicht möglich ist. Wenn man schon 1 oder 2 Tage 15 Minuten investiert für einen Bereich, kann das schon auf jeden Fall die Gesamtsituation ordentlich verbessern und dann kann man immer noch im nächsten Monat das Ganze gründlicher machen mit dem Entrümpeln und dem Drumherum. Als nächstes kümmere ich mich jetzt wieder für 15 Minuten ums Wohnzimmer. Ich räume alles zurück, was nicht ins Wohnzimmer gehört. Also Spielzeug kommt raus, Geschirr kommt raus, die Klamotten, die ich zusammengelegt habe, verräume ich jetzt noch und versuche wieder in 15 Minuten so gut wie möglich aufzuräumen. Vor allem versuche ich auch einmal die Flächen Staub zu wischen, Staub zu saugen, den Fernseher zu reinigen, also alles, was so ins Auge springt. Wie gesagt, man hält sich immer vor Augen, was wäre, wenn jetzt Besuch kommen würde, was wäre jetzt besonders wichtig. Und diese Sachen bereinigen wir jetzt einfach. Wenn du tatsächlich den Putzmarathon einlegst, weil sich jetzt kurzfristig Besuch angekündigt hat und nicht zwingend, weil du jetzt aus den Routinen rausgehüpft bist, dann ist es natürlich wichtig, dass du die Haupträume in den Fokus nimmst und denen die meiste Aufmerksamkeit schenkst und widmest. Das heißt also wirklich das Wohnzimmer, der Flur, Küche und Badezimmer sind die wichtigsten Räume, weil das sind die Räume, die der Besucher eventuell betreten wird oder auf jeden Fall betreten wird. Und diese müssen natürlich am ordentlichsten sein. Und daher widme dich erstmal diesen Aufgaben. Und wenn am Ende noch Zeit bleibt, dann kannst du dich um Schlafzimmer und Kinderzimmer kümmern. Im Schlafzimmer ist es schon viel wert, wie gesagt, wenn du die Sachen vom Boden hochnimmst und die Betten machst, damit ist das schon in Ordnung. Alles andere steht hinten an, also wirklich als erstes Wohnzimmer, Küche, Badezimmer und Flur. Das ist das Wichtigste. Als nächstes geht es in den Eingangsbereich und meinen Hotspots. Also auch hier stelle ich mir wieder für 15 Minuten den Wecker und kümmere mich als erstes um die Hotspots. Also der Schuhschrank bei uns ist ja immer so ein Katastrophenfall. Da legen wir immer die Post ab, Schlüssel ab, alles Mögliche, was so gerade in den Taschen ist, was wir da einfach mal schnell rausholen und ablegen. Das heißt, darum kümmere ich mich als erstes. Der Flur ist halt der Eingangsbereich und das springt natürlich als erstes ins Auge. Dem Besucher, der kommt rein, der schaut sich als erstes um und deswegen ist es halt auch wichtig, dass es sauber ist. Die Spiegel werden einmal abgeputzt. Ich verräume jetzt noch Schals, Mützen etc. Räume jetzt noch da hängt eine Tüte, die kommt ins Auto rein. Ich kümmere mich einfach schnell darum, dass alles irgendwie ordentlich ist. Ich packe die Schuhe zusammen. Zum Beispiel könnte man jetzt auch Jacken wegräumen, wenn da zu viele Jacken hängen oder so, gerade wenn man Besuch erwartet. Das sieht immer auch sehr unordentlich aus, wenn zu viele Jacken im Flur hängen. Die haben wir jetzt aber schon abgehangen, weil wir jetzt letzte Woche tatsächlich Besuch hatten. Also einfach ein bisschen versuchen, das Ganze aufzulockern und dann sieht der Flur auch schon in wenigen Minuten wieder ganz ansehnlich aus. Die Tüte kommt, wie gesagt, noch ins Auto und ich kümmere mich jetzt den Rest der Zeit noch ums Kinderzimmer. Ich kümmere mich jetzt einfach darum, dass ich ein bisschen das Spielzeug wieder zurückräume an seinen Platz. Ich versuche ein bisschen oberflächlich Staub zu wischen, da wo ich jetzt gerade rankomme, um einfach die Ausgangssituation zu verbessern, besonders im Hinblick auf die Routinen, damit die wieder besser laufen. Und um die ganzen anderen Sachen, wie es in den Schränken aussieht und so weiter, kümmere ich mich dann wieder in der nächsten Zonenreinigung. Aber so ist erstmal die Ausgangssituation wesentlich verbessert. Also ich habe jetzt für Flur und Kinderzimmer knapp 15 Minuten gebraucht, nicht mal ganz. Ich sauge jetzt auf
auf jeden Fall noch das Zimmer durch und bin dann auf jeden Fall ganz gut aufgestellt. Also es ist alles wesentlich besser als vorher. Und wie ihr seht, also ich habe in jedem Raum knapp 15 Minuten investiert. In dem einen Raum etwas mehr, in dem anderen Raum wieder etwas weniger. Aber letztendlich habe ich in knapp einer Stunde die gesamte Wohnung auf Vordermann gebracht, ohne mich zu verzetteln. Hätte ich jetzt keinen Timer gestellt, würde ich wahrscheinlich in dem einen oder anderen Raum wesentlich mehr Zeit investieren. So habe ich wirklich die 15 Minuten optimal genutzt und habe mich aufs Wesentliche konzentriert und man sieht das Ergebnis auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, vergiss nicht ein Däumchen da zu lassen. Ich bedanke mich und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.